Herzlich willkommen bei Vis-a-vis, dem Format, wo wir uns Erfolgsstories für inspirierende Menschen genau unter die Lupe nehmen, ihnen seine Tipps und Tricks rauszufiltern, sodass sie noch jedem Leben anwenden kann. Heute sind wir da mit dem großartigen Stefan Sagmeister. Für alle, die sich die Folge anschauen und die vielleicht nicht ganz wissen, wer du bist einer der bekanntesten Künstler weltweit oder Designer weltweit. Jeder, der irgendwas mit Gestaltung zu tun hat, kennt die Namen. Deine Kunst hat 2 Grammys gewonnen, die Designstudie in New York hat etliche Auszeichnungen gekriegt. Und der Grund, wieso es uns freut, wieso du dabei bist, ist der, dass du uns einmal natürlich auch alles, was Design anbelangt, selber inspirierst. Und weil du für viele Vorarlberger große Motivation sein kannst, weil du einfach sagst, dass man aus dem Ländle die große Weltbühne erobern kann. Und bevor wir anfangen, ein riesengroßes Dankeschön an unser Team, an der Noah, an der Freddy und an der Michi, die heute nämlich der Max vertreten. Der ist im Auslandssemester in Amsterdam. Daher liebe Grüße nach Amsterdam, Max. Hallo Max. Und natürlich ein riesengroßes Dankeschön ans Vorarlberg Museum, wo wir heute sind, wo deine Ausstellung ist, die noch bis zum Oktober betrachtbar ist. Also von dem her, jeder, der im Vorarlberg ist, definitiv mal vorbeikommen und sich anschauen. Und natürlich ein riesengroßes Dankeschön an unseren Sponsor von uns. Und so haben wir uns überlegt, hey, wir hätten gern für alle unsere Gäste was Lässiges. Ausgezeichnet. Da kriegst du ein Teil Heimat, ein Teil Ländle mit nach New York. Super. So, jetzt schauen wir mal, wie die ist. Ja, die ist super. In dem Fall können wir gerade starten. Und die erste Frage, die ich mir ganz stelle und die immer so ein bisschen das Richtbild für das ganze Interview ist, stell dir mal vor, deine nächste Ausstellung wäre ein riesengroßes Plakat, ähnlich wie das, was du mit der Banane gemacht hast. Nur dieses Mal ist da bei uns auf der A14, auf der großen Autobahn, ein riesiges, gigantisches Plakat und jeder, der da vorbeifährt, der jetzt lesen. Welche Message hättest du da verschrieben? Habt mehr Mut, weil mit mehr Mut geht viel mehr, es geht viel öfters gut aus, als man sich denkt. Und wenn man mehr Mut zeigt, wird das Leben füller und reichhaltiger. Hast du vielleicht eine spezielle Geschichte dazu, was gerade das gut trifft mit dem mehr Mut? Ja, bei uns im Design viel, oder? Ich glaube, ich bin eher ein Angsthase geborenerweise. Also ich bin jetzt nicht jemand, es gibt Leute, die kommen mit wahnsinnig viel Selbstvertrauen auf die Welt und haben das schon in der DNA irgendwie drin, das ist bei mir nicht der Fall. Also ich bin jetzt jemand, der sich überwinden muss dazu, das ist nicht natürlich gegeben. Und ich kann sagen, dass eigentlich jedes Mal mit ganz wenigen Ausnahmen, jedes Mal, wenn ich an der Stelle gestanden bin, soll ich das machen oder nicht, und ich habe die Kraft gehabt, um über das kleine Hügel umzuspringen, dann ist es jedes Mal gut ausgegangen und sehr zum Vorteil. Also die Dinge sind besser geworden. Jetzt gehen wir mal davon aus, okay, man hat seine Leidenschaft gefunden, man hat aber was anderem taugt. Jetzt geht man mit dem in die Welt raus und dann ist das Erste, was gerne mal kommt, die Leute, die gerne nachsagen. Das kannst du nicht machen, das geht nicht. Ich gebe dir ein super Beispiel. 99% aus unserem engen Umfeld wollten, dass wir das Interview nicht auf Dialekt führen. Das Stefan Sagmeister, deine Reichweite musst du nutzen, musst auf Englisch machen, das kannst du nicht machen, musst auf Hochdeutsch machen. Und wie du siehst, wir haben uns anders dafür entschieden. Jetzt hätte ich dich gerne fragen, wie bist du mit dem umgegangen, vielleicht gerade am Anfang von deiner Karriere, mit Leuten, die gesagt haben, hey, das kannst du nicht machen, Design, lernen was Gescheites, schaffen, Häusle bauen. Wie war das bei dir? Dann bleiben wir gleich auf der Welle. Ne? Jetzt haben wir die Leidenschaft gefunden, wir sind mit der Kritik auf Außen gekommen, langsam zu Gang. Jetzt kommt vielleicht das Nächste, mit dem viele zum Kämpfen haben, und zwar ist das dieser Kritiker von innen, der vielleicht meistens sogar noch mal ein bisschen härter sein kann. Wie läuft das bei dir ab? Wie wirkst du dem entgegen? Was kannst du der Leute vielleicht empfehlen, die echt auch sagen, hey, ich bin mir selber der größte Gegner. Was kannst du da noch mit durch den Werk gehen? Also eine wichtige Sache für mich war, ich bin in Hongkong irgendein deppertes Wirtschaftsmagazin gelesen. Ich glaube, es war nicht besonders gut. Aber da war ein Interview mit irgendwem, den ich lange vergessen habe, keine Ahnung mehr, wer das war. Aber der hat gesagt, dass er ein Business-Tagebuch schreibt, jeden Samstag. Und dass das irgendwie interessant sei, weil dann kann er nachlesen, was er vor 2 Jahren gedacht hat und wie die Veränderungen, ob er die gemacht hat oder nicht und so weiter. Und ich habe das angefangen dort und mache es heute noch. Cool. Also ich mache es wirklich praktisch jeden Samstag. Das manchmal schreibe ich würde sagen, hat einen hohen Wert im Vergleich zu wie wenig Arbeit es ist. Also ich schreibe vielleicht 5 oder 10 Minuten. Das ist, was ist passiert, hätte ich etwas besser machen können, was ist schlecht gegangen, wie könnte man das
wenn es schlecht gegangen ist, wie könnte man das in der Zukunft vermeiden. Und hier und da, wenn ich im Flieger sitze und ich habe keine Zeit, lese ich, was auch immer, schon 10 Jahre zurück und lese 2 Monate. Und das ist meistens sehr interessant. Das gibt nachher auch so Anstöße, wie wenn ich drauf komme, mein Gott, das habe ich ja vor 10 Jahren schon verändern wollen und ich habe es immer noch nicht gemacht. Dann kommt vielleicht einmal der Mut, das wirklich zu machen oder die Kraft. Das würde ich sagen, ist auch gut, um den inneren Kritiker zu bekämpfen, weil ich glaube, der innere Kritiker ist am gefährlichsten, wenn er undefiniert ist. Wenn der irgendwo so im Hirn umeinander schwirrt, aber ist nicht ganz klar, oder? Und wenn ich das aufschrieb und sage, da hast du jetzt wirklich einen Scheiß gebaut und das war einfach falsch, dann steht schon mal auf der Ding, dann steht schon mal auf der Seite, dann ist der Schritt zu dem, wie kann ich das nächste Mal verbessern, einfacher, oder? Weil das Schöne an dem, wenn man irgendeinen Fehler macht oder wenn man etwas in den Sand setzt, ist ja, dass nur das zu einer Veränderung führt. Wenn ich etwas super gemacht habe, wo wir alle auf den Rücken klopfen, gibt es ja keine Neuerung. Oder? Das geht so wie das, ich glaube, gewisse Leute, also gerade so zum Beispiel in Silicon Valley, meinen viele, die gefährlichste Zeit für eine Firma ist, wenn sie zum ersten Mal richtig erfolgreich ist. Oder? Weil dann stoppt die Veränderung, dann glauben alle, wir haben jetzt was richtig gemacht, jetzt müssen wir jetzt machen wir genauso weiter. Ja. Und ich glaube, da ist ein Geschäftstagebuch ganz gut. Cool, ja. Genau für solche Tipps reden wir mit genau solchen Menschen wie dir, weil das haben wir bis jetzt noch nie gehört, so in die Richtung. Nehmen wir auf jeden Fall in unserer Vis-a-vis-Toolbox auf. Vielen Dank dafür, vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Du hast auf deiner Homepage, die im Fall auch jedem empfehlen kann, der ein bisschen mehr über die Denken erfahren möchte, da mal drüber zum Schauen, weil du wirklich viele tolle Fragen beantwortest. Und du schreibst über ein Thema ganz spezielles, und zwar ist es dieses langfristige Denken. Jetzt möchte ich die vielleicht da nochmal bitte in dem Format, wie kann man sich das vorstellen? Wieso siehst du, dass langfristiges Denken, Handeln und Planen in der heutigen Zeit so wichtig ist? Ja, das ist, wir sehen mit der wunderbaren technischen Entwicklung, die wir gemacht haben, dass die Zeitspannen, wie wir Nachrichten kriegen und aufnehmen, immer kürzer werden. Und bei Definition, je kürzer die Zeitspannen sind, desto negativer sind die Nachrichten. Und du siehst es ja ausgezeichnet, oder? Twitter wahrscheinlich am negativsten. Je länger die Zeitspannen sind, oder? Zum Beispiel ein Wochenmagazin, sage ich mal, wenn ich jetzt mir die Zeit anschaue, die Zeit ist schon um einiges positiver, wie jetzt Twitter ist, weil die aber schon eine Woche Abstand haben. Wenn jetzt aber ein Buch liest, das über ein Thema ist, das ist mit großer Wahrscheinlichkeit positiver, wie wenn du irgendeine kleine Sache auf Twitter oder in den Tagesnachrichten siehst. Ich sehe einfach, dass viele meiner Freunde, weil sie auf Kurzzeitmedien geschult sind, die rennen von einer Katastrophe und von einem Skandal in den anderen und denken ernsthaft, dass die Welt noch nie so schlecht war, wie sie heute ist. Wenn du aber die Welt von, sagen wir jetzt einmal, 200 Jahren anschaust, oder? Die Raten der extremen Armut sind von 90% durchschnittlich auf 10% abgegangen. Sie waren schon mal vor der Pandemie waren sie sogar schon auf 9%, jetzt sind wir wieder auf 10%. Und das auf solche Sachen wird schnell vergessen. Oder also irgendwie, wir nehmen das alles auf, ja klar, da hat man einen Fortschritt gemacht, aber es gibt wahnsinnig viele Bereiche und es sind lauter Bereiche, die uns wichtig sind. Weil am Schluss ist es einfach so, dass die meisten von uns sind lieber am Leben, als dass wir tot sind. Jetzt sind wir aber 2,5 Mal so lange am Leben, wie wir vor 200 Jahren waren. Oder? Weil einfach die Lebenserwartung ist auf 71, die waren mal auf 29. Und das ist, die meisten sagen, das ist besser. Oder? Die meisten von uns sind lieber, haben was zum Essen, als sie hungrig sind. Hat sich eindeutig verbessert. Die meisten von uns leben lieber im Frieden als im Krieg, leben lieber in einer Demokratie als in einer Diktatur.
Und das ist, all die Sachen sind gemessen worden, mit ausgezeichneten Daten, abgesegnet von der Weltbank und der UN. Das ist also nicht irgendeine kleine Studie. Und alle die Sachen haben sich verbessert. Oder selbst, oder wenn du jetzt heute anschaust, oder, die Tagesnachrichten sind grauenhaft. Und, also schrecklicher könnten sie nicht sein. Aber mit einem Schritt zurück schaut es trotzdem anders aus. Und das ist ab und zu schwer zu verstehen. Und das kann sogar anmaßend wirken, aber ich glaube einfach, dass eine langzeitlichere Ansicht sehr hilfreich ist. Das wäre natürlich auch für viele Entwicklungen in die Zukunft viel besser, wenn man aber nicht nur aufs nächste Quartal schaut, sondern was passiert in 5 oder 10 Jahren. Blieb mal klar auf der Welle, und zwar dieses Fehlen von Inspiration, Fehlen von Motivation. Ich weiß, du fährst gern Zug. Ich glaube, du holst schon deine Inspiration noch gerne mal in ein Hotelzimmer. Was sind da vielleicht sonst noch Sachen, wo du nicht nur Designern, sondern allgemein Leute mit auf dem Werk kannst du sagen, hey, wenn es euch an Antrieb, wenn es euch dort fehlt, probieren das und das einmal los. Also so vom täglichen Sache ist, ich habe meistens 3, 4 Sachen, die irgendeine Idee brauchen. Wenn ich irgendwo stecken blieb, wechsle ich automatisch auf die nächste, weil vielleicht ein paar Gedanken von derer könnten vielleicht irgendwas anstoßen auf derer, die mit dem überhaupt nichts zu tun haben. Also ich finde, das mache ich eigentlich routinemäßig. Dann gibt es ein paar Tricks, weil ich mache das natürlich schon relativ lang professionell und bin die meisten, die das so machen, und habe mir ein paar so Sachen im Köcher, wo man weiß, wenn man irgendwo steckt, das könnte nachher noch funktionieren. Und ein Trick von mir, oder von mir kommt nicht von mir, kommt von einem Philosoph aus Malta, der heißt Edward de Bono. Aber das mache ich relativ häufig, also dass ich, wenn ich an irgendwas schaffe, nicht dort anfangen, was ich am Schaffen bin, sondern mit etwas, was mit dem gar nichts zu tun hat. Also zum Beispiel, sagen wir, ich müsste jetzt die neue Limoflasche von uns gestalten. Und wenn es normalerweise geht, der natürlich mit dem Kunden reden, der Vorarlberg anschauen, der vielleicht schauen, was gibt es sonst für regionale Marken. In Österreich gibt es eine in Tirol oder in Kärnten oder was auch immer in Süddeutschland. Und am Schluss wird mir die Limo-Marke wahrscheinlich ähnlich ausschauen, wie halt die anderen Marken ausschauen. Und jetzt könnt ihr aber ganz anders anfangen und sagen, ich fange jetzt an, über die Flasche nachzudenken mit einem Baucontainer, weil dann sind ich gerade da unten, oder? Der Baucontainer. Okay, ein Baucontainer ist stapelbar, da kann man aufstellen. Das wäre vielleicht schon was. Was ist mit der Flasche, wenn ich die so gestalte, dass sie nicht rund ist, sondern viereckig, dass man sie nämlich nicht in einer Kiste brauchen kann, sondern dass man sie so stapelt. Und dann könnte man vielleicht etwas machen, dass man das Label daher macht. Dass wir lauter viereckige Label haben und wir stapeln die eigentlich so im Kühlschrank an, dass die eigentlich so gestapelt sind. Müssen wir jetzt schauen, wie gut das geht und ob das funktioniert, aber wäre einmal schon mal gar so eine schlechte Idee. Das würde es einmal schon viel mehr absetzen von der Konkurrenz, wie wenn es jetzt ist, oder? Vielleicht mit einer viereckige Flasche, da muss man jetzt schauen, ist die viel teurer als eine runde, keine Ahnung oder so, aber ich wäre jetzt nicht so ein schlechter Ansatz, hat 30 Sekunden gebraucht, oder? Der Grund, wieso das funktioniert, ist, weil wenn ich nur die Konkurrenz anschaue von dem, dann habe ich natürlich nur solche Fläche im Kopf. Und die Tatsache, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Gleiche mache, ist sehr groß, weil das Hirn, alle unsere Hirne, ist sehr denkfaul, weil Denken wahnsinnig viel Energie braucht und das Hirn uns lieber schon etwas liefert, wo die Synapsen schon irgendwie verbunden sind. Und das ist in den meisten Fällen für Grafiker ist das immer etwas, was man früher halt einmal gemacht hat, weil da gibt es die Verbindung, ist die stärkste. Oder irgendwas, was man irgendwo anders gesehen hat. Darum ist auch die ganze Soße so ähnlich, oder? Oder darum machen viele Designer andauernd das Gleiche, weil das halt im Prinzip, das hat man. Da sind die Synapsen da, oder? Und jetzt, was da die Bonus sieht, ist, du hörst am Schluss ja immer mit der Limoflasche auf.
aber du fängst ganz irgendwo anders an und zwingst das Hirn einfach einen anderen Weg zu nehmen, wo es die Synapsenverbindungen nicht gibt. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf irgendwas Neues kommst, einfach viel größer. Cool, das nehmen wir sehr gerne in unsere Toolbox auf, weil das sicherlich viele verwenden können. Jetzt gibt es ein spezielles Thema, du hast vorhin schon klar angesprochen, da widmen wir schon ein ganzes Kapitel auf deiner Homepage, du hast eine Show danach benannt, es gibt eine Kunstausstellung, es gibt einen Film davor, und zwar ist das Thema Happiness. Du hast ganz viele Jahre von deinem Leben damit verbracht, auf das, kann man sagen, auf der Suche oder auf der Recherche nach dem Thema glücklich sein. Für alle, die jetzt zuschauen und sagen, ich könnte auch gerne ein bisschen mehr Happiness in meinem Leben vertragen, was der Sternenlüb mit auf dem Werk? Dass es eigentlich keinen großen Sinn macht, dem Glück nachzurennen oder das wirklich versuchen, zum Uffe zum Lupfen. Was am Schluss funktioniert, ist, dass ich versuchen kann, alle meine Beziehungen, das sind Flüchtige, ich habe die gerade kennengelernt, aber auch Liebhaber, Familie, gute Freunde, dass ich versuchen kann, die auf eine Ebene zu lupfen, wo hier und da einmal ein glücklicher Moment oder eine Glücklichkeit rauskommen kann dazwischen. Und das kann ich tun, indem ich Beziehungen, die mir nicht gut tun, verringere, Beziehungen, die mir gut tun, wenn ich das herausfinden kann, mehr so mache. Und dann kann ich das Gleiche machen mit meinem Beruf und ich kann das Gleiche machen mit irgendetwas, was größer ist als ich. Das kann es auch Verbindungen geben, weil ab und zu vielleicht kann ich meinen Beruf mit etwas verbinden, das größer ist als ich. Weil man kann ja im Beruf auch ab und zu Sachen machen, die weltweit irgendwas machen oder sagen wir nicht nur jetzt auf mir sitzen. Und wenn ich das schaffe, in den 3 Bereiche, also Beziehungen, Beruf und etwas, was größer ist als ich, die zum Lupfen, dann gibt es aus all diesen Sachen können Glücklichkeiten rauskommen. Und das ist eigentlich möglich. Das Heben dieser Dinge ist möglich, da kann man dran arbeiten. Also das ist ja, da kann man schauen und das kann man machen. Ja. Cool. Ja, dann, so leid es mir tut, ich möchte nicht viel länger aufheben, aber ich finde es ein schönes Ende mit dem Thema. Aber allerletzte Sache noch, und zwar schaust du in dem Fall in diese Kamera da. Was ist vielleicht das Letzte, was der Zuhörer, die jetzt da zugelassen haben, damit du vom Werk möchtest? Ich bedanke mich da mal fürs Gespräch und sage, the stage is yours. Dankeschön. Jammern ist blöd, man sollte etwas tun oder es vergessen. Da muss ich mir einfach entscheiden, okay, ich beschwere mich nicht, aber ich mache da was dagegen. Oder ich nehme es an und baue sie. Aber Jammern selber ist einfach ein Blödsinn. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Wenn ein paar gute Inputs dabei waren, dann schreib es unten in die Kommentare. Um keine weitere Folge zu verpassen, wir einfach Abonnent auf YouTube oder um einen Einblick hinter die Kulissen zu kriegen, schau bei uns auf Instagram vorbei. Wenn du keinen Bock auf Social Media hast, dann schau auf unserer eigenen Plattform visavi.at vorbei. Danke. Let's go!